Heute zeige ich euch Aeon Timeline für das iPad. Bei der Gelegenheit noch eine Kleinigkeit, die ich in den anderen Videos noch nicht gezeigt habe. Grundlegend kann man sagen, auf dem iPad ist das Programm von den Funktionen her im Prinzip identisch mit der Desktop-Version. Einige Dinge sehen halt natürlich etwas anders aus oder funktionieren etwas anders. Aber im Großen und Ganzen habe ich die gleichen Funktionen. Beim iPhone ist es ein bisschen abgespeckter, wobei ich auch da eigentlich zumindest an alles irgendwie drankomme. Ich habe hier also meine normale Timeline, die kann ich, ihr seht das jetzt halt auf dem Video nicht, was ich mit meinen Fingern mache, aber das ist halt die bekannte Pinch-to-Zoom-Geste, mit der man hier zoomt, so wie man das erwarten würde. Und hier oben habe ich eben nicht diese Reiter, sondern kann diese verschiedenen Views halt auf diese Weise auswählen. Spreadsheet, Relationships. Ihr habt es ja schon gesehen, wie diese Views aussehen. Das ist halt ungefähr gleich. Auch die Mindmap. Was mich ein bisschen stört, ist, dass man die Mindmap nicht zoomen kann. Man hat nur diese eine Größe und muss dann halt so hin und her scrollen. Das finde ich ein bisschen nervig. Ich würde gerne auch die Mindmap klein zoomen und alles auf einmal sehen können. Oder in einzelne Bereiche rein und raus zoomen. Naja, aber es funktioniert. Die Seitenleiste ist eben in dem Fall an der rechten Seite, ansonsten ist das ungefähr das gleiche mit Filtern und so weiter. Die Einstellungen sind auch eigentlich alle genauso vorhanden wie auf der großen Version. Hier kann ich die Split Views anwählen, das ist eben etwas eingeschränkter als auf dem Desktop. Ich habe also zwei gleich große vertikale, einen, wo es oben kleiner ist als unten, und einen horizontalen Split View. Mehr gibt es nicht. Oben links ist der Ordner, da komme ich also in die Files-App und kann die Datei auswählen. Und da ist jetzt eine Sache wichtig. Der Ordner, der euch standardmäßig als erstes angezeigt wird, wenn ihr jetzt das neue Programm ladet, ist nicht identisch mit dem Ordner, den eine frühere Version von dem Programm angelegt hat, falls ihr das Programm schon, falls ihr schon Aeon Timeline 2 besessen habt, einfach weil Apple das als ein neues Programm identifiziert und keine Möglichkeit lässt, dass das sich automatisch mit dem bestehenden Ordner verknüpft. Es ist aber nicht schlimm, ihr kommt hier in dieses ganz normale File-Menü und könnt jederzeit aus diesem Ordner und in irgendeinen anderen Ordner reingehen, und den merkt er sich dann auch. Das heißt, ihr habt die freie Wahl, wo ihr eure Dateien anlegt in iCloud. Das ist nur unter Umständen erstmal ein Schreckmoment, wenn man dann nicht mehr seine bestehenden Projekte sieht. Genau, ansonsten funktioniert hier soweit alles, wie ich es euch in den anderen Videos gezeigt habe. Und ich wollte euch in den Einstellungen noch eine Sache zeigen, die ich ein bisschen übersprungen habe. Das mache ich jetzt mal hier, dann seht ihr dieses Programm auch nochmal genauer. Wir haben ja jetzt hier, wenn ihr zum Beispiel bei Haushälterin verlässt das Zimmer schaut, diese kleinen Symbole, also in den Item Cards hier unten haben wir eingestellt, dass der Charakter angezeigt werden soll. Das heißt, wenn das Szene ein Charakter zugeordnet ist, sehe ich dieses Symbol. Das ist schön klein. Auf der anderen Seite, wenn man nicht mehr auswendig weiß, dass DHL die Haushälterin heißt, weil das Programm eben automatisch diese Initialien da gewählt hat, dann könnte es auch schöner sein, wenn da ein Name steht, und das kann ich hier einstellen in den Einstellungen, also aufs Zahnrad in die Einstellungen, Item Types, Advanced Settings. Das sieht hier jetzt ein bisschen anders aus als auf der Desktop-Version. Ich gehe auf Charakter. Jetzt seht ihr hier Compact Display.
Und da kann ich eben eingeben, ob ich so einen kleinen Avatar mit Initialien haben will. Einen Identifier, das ist einfach so eine feststehende Nummer. Die habt ihr auch schon mal in einer anderen Ansicht gesehen, aber die ist eben einfach eine eindeutige Nummer. Braucht man anscheinend für Projektmanagement eher. Oder eben Short Label. Short Label heißt im Prinzip einfach nur ein kleines Textfeld. So, und jetzt seht ihr das jetzt hier, also Mrs. Hunter. Und der Gärtner steht, was ich eigentlich ein bisschen übersichtlicher finde. Ich finde eigentlich, dass es jetzt sehr viel mehr Platz braucht, weil es zwar länger ist, aber dafür auch nicht so klobig. Ja. Und was ich auch noch machen kann, ist, dass ich ein Bild zufüge, das habe ich erwähnt, aber noch nicht gezeigt. Und das habe ich hier zum Beispiel schon gemacht. Ich habe jetzt mal der Haushälterin Robin Williams gegeben. Ich gebe jetzt mal hier dem Gartenhaus auch noch ein Bild, der Szene Gartenhaus zugeschlossen. Also auf Attachment und Links. Browse Documents. Da habe ich jetzt hier schon den Ordner. Da habe ich einfach mal irgendein Bild von einem Garten mit einem Haus ganz schnell gesucht. Ja. So, und jetzt seht ihr, ich hatte nämlich hier auch Image unten rechts bei diesem Item Card Display ist jetzt Charakter angewählt, aus, und ich kann auch Image anwählen, wenn ich es finde, hier. Und so kann ich also auch ein Bild auf der Timeline anzeigen lassen. Das gleiche gilt auch für die Mindmap. Ja, Charakter kann ich anzeigen lassen. Oder Image. Nein, da. So, jetzt seht ihr, sehen wir hier auch bei Mrs. Hunter das Bild. Mir würde das zu viel Platz verbrauchen auf so einer Mindmap. Es gibt ja Menschen, die sehr visuell sind und denen das gut hilft. Deswegen ist es natürlich schön, dass es möglich ist. Dann gibt es noch eine Besonderheit. Das Problem ist ja, ihr scrollt hier, ihr seht jetzt wie gesagt meinen Finger nicht, aber man kann sich denken, man scrollt, indem man einfach den Finger da so rüberschiebt. Ja. Und es ist so ein bisschen die Frage, woher weiß das Programm, ob ich mit meinem Finger die Timeline verschieben will oder ob ich mit meinem Finger ein Objekt nehmen und verschieben will. Und das ist halt so, das ist ganz einfach, wenn ich den Finger ein bisschen länger auf dem Display ruhen lasse, dann öffnet sich hier dieser Edit-Mode. Das heißt, ich gehe jetzt auf Done Editing, ich habe den normalen Modus, wo ich einfach nur hier drin rumscrolle, mir Sachen angucken kann. Ich kann die Sachen auch einmal anklicken und dann öffnet sich der Inspektor. Aber ich kann nicht aus Versehen sozusagen beim Scrollen ein Objekt verschieben, weil ich vielleicht ein Momentchen zu lang auf diesem Objekt bin und der dann denkt, ich mache Drag and Drop, sondern Objekte verschiebe ich erst, wenn ich in diesem Modus bin. Da sehe ich hier sofort, dass ich drin bin. Jetzt kann ich also dieses Objekt hier nehmen und bewegen. Und ich kann dann auch eben oben rechts, seht ihr noch 3 kleine Symbole. Also ich habe jetzt ein Objekt einmal angewählt. Ich kann auch mehrere anwählen, indem ich einfach mehrere hintereinander tippe. Dann seht ihr da oben rechts diese blaue Zahl. Die zeigt mir also an, dass mehrere Objekte angewählt sind, ich die jetzt gleichzeitig bearbeite. Und ich kann auf den kleinen Stift gehen, dann komme ich einfach auch in diesen Inspektor. Ihr seht, dass der auch ein bisschen anders angeordnet ist, aber er enthält die gleichen Elemente. Ich kann das Objekt halt auch löschen mit dem Papierkorb und mit den 3 kleinen Punkten habe ich noch weitere Möglichkeiten. Ich kann also die Objekte auch durch Shift Items by um eine definierte Zeit verschieben, die ich eintippen kann. Das ist manchmal dann eben genauer, als wenn ich jetzt das mit dem Finger ziehe. Und ich kann das Objekt also ich kann quasi direkt ein neues ein neues Objekt anlegen, das Ereignis anlegen, das dann das also das übergeordnete Objekt wird, und dann wird dieses als Kind oder als Unterpunkt in dem anderen automatisch angelegt. Wenn ich das
einem bestehenden Objekt zuordnen will als Eltern oder als Kind, dann muss ich das über den Inspektor machen. Genau. Und make consecutive und make dependent, also das geht wahrscheinlich nur, wenn mehrere angeklickt sind. Genau. Jetzt habe ich da also eine Verbindung angelegt. Und dann gibt es hier halt noch Undo und Redo Buttons. Kann ich halt diese Verbindung jetzt wieder löschen. Und jetzt gehe ich auf Done Editing und dann ist das Blaue wieder weg. Ja, das ist eigentlich, es wirkt im ersten Moment ein bisschen umständlich, weil man eben erst diesen Edit-Mode anschalten muss, aber ich finde es eigentlich sehr logisch und auch ganz beruhigend, dass man nicht aus Versehen irgendwas verschieben kann. Viel mehr gibt es zu der iPad-Version nicht zu sagen, denn wie gesagt, die Features sind also eigentlich die gleichen. Mir fällt jetzt nichts auf, was fehlen würde. Es ist halt einfach zum Teil ein bisschen an einer anderen Stelle angeordnet. Wenn ich jetzt hier auf dieses Personenpanel gehe, dann habe ich das Panel rechts. Und wenn ich jetzt auf die Haushälterin gehe, dann wird es eben von dem Inspektor überlagert, einfach so ein bisschen aus Platzgründen. Ja. Aber sonst ist das alles gleich. Und als nächstes zeige ich euch dann noch das iPhone. Ja, heute zeige ich euch auch nochmal die Version von Eon Timeline für das iPhone. Das geht relativ schnell. Im Großen und Ganzen ist es das gleiche wie auf dem iPad, was wiederum das gleiche ist wie auf dem Desktop. Allerdings ist die Ansicht auf dem iPhone dann doch etwas anders, einfach aufgrund der Größe. Ihr seht jetzt hier schon, dass also es eine Ansicht gibt, die heißt Chronological List. Das ist so eine Art Spreadsheet-Ansicht, aber ohne diese ganzen Spalten, die man auf dem großen Bildschirm hat, aber eine Ansicht, die einfach alle Ereignisse chronologisch untereinander auflistet, und zwar inklusive derjenigen Ereignisse, die noch kein Datum haben. Also ihr seht zum Beispiel, das Testament wird versteckt. Da hatten wir noch kein Datum zugeordnet. Das taucht eben trotzdem hier in der Reihenfolge auf, wie es angelegt wurde. Das heißt, ihr habt hier auf jeden Fall schon mal eine Liste, in der einfach zentral alle Ereignisse aufgelistet sind und angezeigt werden können. Wenn ich jetzt das Testament wird versteckt antippe, öffnet sich der Inspektor zu diesem Event. Und da Date und Narrative kommt eben jetzt ein neues Blatt sozusagen. Das ist halt der große Unterschied zum Desktop, wo man viele Dinge auf einem Bildschirm sehen kann. Hier muss ich mich eben da durchnavigieren, aber ansonsten kann ich hier das Datum angeben und so weiter. Das ist im Prinzip gleich. Die Einstellungen sind auch hier alle erreichbar in gleicher Weise. Also ich kann im Prinzip auf alles auch vom iPhone zugreifen. Unten seht ihr diese Liste mit den, ist im Prinzip das gleiche wie unsere Seitenleiste auf dem Desktop. Also hier komme ich in Charaktere, Locations und so weiter. Auch in den Narrative Outline ist eben auch hier wieder so ein bisschen kompakter gemacht, aber ich habe auch hier die Narrative Outline. Ich habe keine Mindmap, das ist das, was sozusagen fehlt gegenüber dem Desktop und dem iPad. Und oben links ist der kleine Ordner, ein Symbol mit einem Ordner, da komme ich eben in meinen iCloud, wo ich die Timelines verwalten kann. Dann kommt Suche und Filter, das ist im Prinzip alles klar. Das große Plus unten links gibt mir eben die Möglichkeit, neue Items anzulegen. Ich drehe jetzt das iPhone auf die Seite. Da seht ihr, jetzt ändert sich die Ansicht. Also jetzt habe ich tatsächlich auch diese Narrative View quasi wie auf dem iPad oder auf dem Desktop. Also was es auch nicht gibt, ist Subway View. Auch das ist, wenn ihr euch vorstellt, man hat diese vielen, diese Linien übereinander, diese U-Bahn-Tracks und muss dann so weit nach unten gehen, bis man was findet, beziehungsweise würde schon am linken Bildschirmrand einfach das Label dieser Views recht viel Platz einnehmen und dann hat man im Prinzip dann irgendwie nur noch die
Hälfte dieses kleinen Bildschirms für die weiteren Ereignisse. Ja, das würde wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Aber wenn ich jetzt links auf dieses Uhrsymbol gehe, das hat man in der aufrechten Sicht hat das zu dieser Liste geführt, aber hier führt es zu einer normalen Timeline. Ne? Die kann ich mit der berühmten Pinch-Geste zoomen. Ups, so. Und da habe ich im Prinzip meine gewohnte Timeline und ja, wie gesagt, da kann ich das dann auch auf eine ganz große Zoom-Stufe setzen und hier in Minuten genau wieder drin arbeiten oder es ganz klein zoomen. Dann habe ich hier Monate. Und sogar das Bild, was wir im letzten Video angelegt haben, ist jetzt hier zu sehen. Ja, also das funktioniert alles genauso gut. Es ist eben einfach nur kleiner auf dem iPhone. Aber mindestens, um unterwegs schnell mal darauf zugreifen und vielleicht irgendwas zu ändern, was mir eingefallen ist, oder noch ein Event anzulegen, dafür ist das iPhone wunderbar geeignet. Ich denke, um jetzt intensiv sich einen Überblick über weit auseinanderliegende Ereignisse zu gewinnen, ist es vielleicht nicht ganz so gut. Aber auch da denkt immer dran, diese Filterfunktion ist super praktisch und ermöglicht es eben auch so einen Überblick zu bekommen, nur über bestimmte Ereignisse, und dann kann ich vielleicht viel kleinere Zoom- oder größere Zoom-Stufe einstellen, wie man es will, und sehe dann vielleicht nur ein paar Ereignisse, die sich dann doch auch auf so einem kleinen Bildschirm gut erkennen lassen. Das war schon alles, was ich zum iPhone sagen wollte.